Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute in diesem Video geht es wieder mal um ein neues Werkzeug in meiner Werkstatt. Und zwar um ein Werkzeug, was ich mir schon viele Jahre gewünscht habe und jetzt mir endlich zugelegt habe. Und zwar einen CO2-Laser. Ein CO2-Laser ist ein wirklich mächtiges Tool in einer DIY-Werkstatt. Das ist ein Tool, was man für sehr, sehr viele Dinge brauchen kann. Man kann damit gravieren, man kann damit Dinge zuschneiden und viele schöne, nützliche Teile machen. Das ist quasi wie ein CNC-gesteuerter Laser, der viele Arbeiten für euch verrichten kann. Das Gerät ist mindestens genauso wertvoll wie ein 3D-Drucker und sollte in keiner gehobenen DIY-Werkstatt fehlen. Jetzt habe ich mir hier ein System zugelegt und zwar folgendes. Und zwar habe ich mich hier für den Monport Reno 45 Pro, das ist ein System mit einem 45 Watt CO2-Laser entschieden. Das System ist im Großen und Ganzen für den gehobenen, semi-professionellen Heimwerker gedacht und hat viele Vorteile. Warum habe ich mich jetzt für dieses System entschieden? Wir scrollen einfach mal nach unten und ich zeige euch die wesentlichen Vorteile. Zuerst natürlich der Autofokus. Dieser ist für mich und eigentlich für jeden Einsteiger unerlässlich. Neben dem Autofokus haben wir auch hier eine ordentliche Schnittleistung. Das heißt, wir können hier in einem Durchgang verschiedene Materialien schneiden. Wichtig natürlich ist für mich auch die Geschwindigkeit. Das Gerät ist doch annehmbar schnell mit maximal 600 Millimetern die Sekunde Schnittgeschwindigkeit. Auch haben wir hier eine deutlich höhere Auflagefläche, das heißt, wir haben eine größere Arbeitsfläche, mit der wir arbeiten können. Und ganz wichtig, was mir hier sogar noch fehlt, das System hat auch eine integrierte Kamera. Das ist natürlich auch äußerst wichtig, besonders für das Einlegen und Ausrichten der Werkstücke. Auch ist für mich hier noch interessant die Baugröße. Ihr seht, das Gerät hier ist doch relativ klein. Das heißt, wir können es noch auf einen Tisch, Arbeitstisch oder Schreibtisch auflegen, ohne Zusatzgeräte oder ohne größere Zusatzgeräte zu benötigen. Ich gebe euch hier mal die Vergleichsliste mit ähnlichen Modellen mit rein. Hier seht ihr dann nochmal die wichtigsten Punkte, nämlich auch die Kompatibilität zur Software. Ich werde hier die Software Lightburn in der Pro-Version verwenden. Diese ist sehr einfach zu bedienen, auch für den Einsteiger sehr einfach zu lernen und somit habt ihr die Möglichkeit auch schnell zu guten Ergebnissen zu kommen. Wichtig, das Lightburn muss nochmal zusätzlich mit einer Lizenz dazu gekauft werden. Das Gerät wurde in einer sehr massiven Box, Holzbox geliefert. So wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mal den Laser aus seiner Kiste entnommen und hier alle Zubehörteile auf den Tisch gelegt. Ich möchte jetzt hier kein komplettes Unboxing machen, aber einige hier im Lieferumfang enthaltenen Teile sind wichtig und hier sollte man wissen, was das überhaupt ist. Ganz wichtig, so ein CO2-Laser, das ist auch der Vorteil dieses Systems, verursacht Abgase, ganz einfach ausgedrückt. Hier haben wir eine geschlossene Box, was natürlich uns vor diesen Abgasen auch bis zu einem gewissen Grad schützt. Dieses System verfügt über eine eigene Absaugung. Das heißt, wenn ihr den CO2-Laser in eure Werkstatt oder an einem dementsprechenden Platz aufstellt, sollte hier eine Ablüftung nach außen vorhanden sein. Hier ist natürlich im Lieferumfang auch gleich ein Abluftschlauch mit vorhanden. Den könnt ihr hinten an das Gerät anbauen, so dass hier eure Abgase nach draußen abgesaugt werden. Auch ein sehr wichtiger Punkt ist natürlich hier die Kühlung. Ich habe jetzt hier mal die beiden Schläuche schon hier vorgeholt. Diese gehen hinten in das Gerät und kühlen euren Laser, sagen wir es einfach mal ganz banal. Hier haben wir eine kleine Kühlpumpe mit im Lieferumfang. Nicht erschrecken, diese Pumpe hat einen sehr merkwürdigen Stecker. Dieser wird nicht direkt in eure 230 Volt Steckdose eingesteckt, sondern hinten in das Gerät. Ich hatte schon diverse Tutorials gesehen, wo dann YouTuber den Stecker umgebaut haben. Macht das nicht, der kommt hinten in das Gerät. Diese Pumpe wird in einen Wassertank eingesetzt. Ihr könnt natürlich auch jedes andere saubere Gefäß hierfür verwenden. Ich werde jetzt hier für meine Tests jetzt einfach mal einen Eimer verwenden, das reinstellen. Schlussendlich werde ich mir dann ein ordentliches Gefäß machen. Ganz wichtig, das Wasser, was ihr hier verwendet, sollte sauberes, klares Wasser nehmen. Verwendet einfach gereinigtes oder destilliertes Wasser. Das kriegt ihr in jedem Drogeriemarkt. So habt ihr die meiste Freude an dem Gerät und verkalkt oder verschmutzt das Gerät nicht. Der blaue Schlauch kommt hier an die Pumpe und der weiße Schlauch ist der Abwascher oder der Heißwasserschlauch. Heißes Wasser kann man jetzt nicht sagen, warmes Wasser, was dann wieder zurückgeführt wird. Und so haben wir unseren Wasserkreislauf. Vergesst das bitte nicht. Dann haben wir noch im Lieferumfang viele zusätzliche Werkzeuge zum Einstellen. Da gehe ich nicht näher drauf ein. Natürlich auch eine kleine Laserbrille. Die könnt ihr dann aufsetzen, um euch hier oder um den Laserstrahl etwas besser zu sehen oder vielleicht auch eure Augen davor zu schützen. Und diverse Stromanschlusskabel wie ein Kaltgerätekabel
Und ganz wichtig, 2 USB-Kabel. Warum 2 USB-Kabel? Ganz einfach, wir haben eines für die Steuerung und eines für die Kamera. Ja genau, wir haben hier eine Kamera verbaut und diese ist für uns sehr wichtig. Wenn ihr das System dann in Verbindung mit einem Laptop, Computer oder ähnliches verwendet, könnt ihr natürlich hier auch besser eure Werkstücke ausrichten, wenn ihr die Kamera verwendet. Ihr habt hier 2 USB-Ports, wo ihr das anschließen könnt. Dann haben wir noch im Lieferumfang ein schönes Teil, das habe ich jetzt gar nicht im Bild liegen. Das ist hier, ich nenne es einfach mal das Rastergitter, wo wir unser Werkstück auflegen und worauf wir schneiden können. Ihr seht, das ist wie so ein Raster und das soll verhindern, dass jetzt der Laserstrahl unten gleich alles durchbrennt in eurem Gerät. Und das kann man dann eventuell später auch austauschen oder ihr legt hier dann nochmal eine Unterlage auf, wie auch immer ihr das machen möchtet. Dann haben wir zusätzlich noch im Lieferumfang einige Einstellwerkzeuge, wie so eine kleine Leere oder hier dieses Zubehör und dann dementsprechend auch ganz wichtig, noch die wichtigsten Anleitungen und Softwareprogramme hier auf diesen USB-Stick. Das könnt ihr dann alles auf eurem Rechner installieren. Dann haben wir noch eine Bodenplatte, so eine Holzplatte hier mit dabei und ganz wichtig, diese Aluminiumteile. Viele haben sich oder in vielen Foren sehe ich gleich als erstes die Frage, was ist das? Gut, schaut in die Beschreibung. Das ist die Auflagefläche für euer Hauptwerkstück. Das bauen wir jetzt einfach mal hier unten gleich ein. Als allererstes. Bevor ich das aber mache, noch einen wichtigen Punkt. Auch ein wichtiger Punkt, warum ich mich für dieses System entschieden habe, ist dieser hier. Ihr schaut einfach mal hier vorne. Ich kann hier diese Klappe wegschieben, sage ich einfach mal, und hier meine Werkstücke einlegen. Das ist nämlich bei vielen CO2-Lasern ein Problem, gerade bei geschlossenen CO2-Lasern. Wenn wir große, flache Werkstücke haben, wie legen wir die hier oben ein? Da muss man die hier oben kompliziert reinfummeln, kriegt sie nicht rein. Hier einfach hier reinschieben, auflegen, fertig. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich mich für diese Variante, für die Pro-Variante entschieden habe. Kommen wir aber schnell zum Einlegen unserer Auflagefläche, sage ich einfach mal. Ihr seht jetzt hier den CO2-Laser von oben reingefilmt. Ich habe die Klappe geöffnet. Wichtig, es sind diverse Verpackungsmaterialien hier drin. Diese entfernen wir natürlich. Und hier seht ihr das Innere des CO2-Lasers. Der Laser an sich ist hier hinten und hier unten ist unsere Auflagefläche. Diese richten wir jetzt ganz einfach ein, indem wir, oder bereiten Sie vor, indem wir einfach hier diese Aluminiumauflagen einfach hier einlegen. Auf die so vorbereitete Fläche können wir nun direkt ein Werkstück auflegen, eine Auflagefläche eurer Wahl oder hier das im Lieferumfang enthaltene Set. Und ihr seht schon, von oben das Einlegen ist nicht so einfach. Deswegen haben wir den Schlitz, um es auch von vorne einzulegen. So, wir haben jetzt hier das Raster aufgelegt und im Prinzip wäre jetzt hier drin die Fläche schon vorbereitet. So, jetzt wären wir eigentlich schon so weit und könnten das System in Betrieb nehmen oder die Erstinbetriebnahme durchführen. Leider ist das Video jetzt schon sehr weit fortgeschritten und erfahrungsgemäß schaut jetzt so gut wie keiner mehr zu. Deswegen werde ich jetzt hier mein Video mal etwas splitten. Ich habe mir hier viele Punkte aufgeschrieben, die ich euch zeigen möchte und werde jetzt einfach für jeden Punkt ein einzelnes Video machen. Das hier wäre jetzt also der erste Teil gewesen. Im zweiten Teil kommen wir zur Montage und der Ersteinrichtung des Gerätes, so dass wir mit diesem Gerät arbeiten können. Ich möchte euch das ordentlich zeigen, ausführlich zeigen, denn hier sollte man schon sorgfältig arbeiten und deswegen gibt es dafür ein separates Video. Das wäre dann der zweite Teil. Wenn ihr euch für dieses System oder ein ähnliches System dieses Herstellers interessiert, schaut doch einfach mal unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch alle Bezugsquellen und eventuelle Rabattcodes, wenn ich denn welche erhalte. Auch ganz wichtig an dieser Stelle, vielleicht schaut ihr nochmal direkt bei dem Hersteller nach, und zwar bei Mounport. Dieser ist auch auf verschiedenen anderen Plattformen vertreten, wie zum Beispiel Facebook, Instagram und andere soziale Medien, natürlich auch hier auf YouTube. Diese verlinke ich euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auch nochmal direkt vorbeischauen und lasst eventuell dem Hersteller auch nochmal ein Like da. So, das soll es in diesem Fall für dieses Video gewesen sein. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön nochmal an den Hersteller für das zur Verfügung stellen dieses Gerätes, sodass ich euch hier diese Videoserie produzieren kann. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Marc auf YouTube.